Also ich wollte schon immer im Wirtschaftsbereich studieren. Ich habe 6 Jahre in der Schule eben den Wirtschaftszweig besucht. Mich hat auch schon immer die Kombination aus der Volkswirtschaftslehre, also die Vogelperspektive der kompletten Wirtschaft sozusagen, und die Betriebswirtschaftslehre, also den Blick aus dem Unternehmen hinaus in die Wirtschaft, interessiert, und da bietet Wirtschaftswissenschaften mir einfach die beste Kombination aus beiden. Ja, Wirtschaft studieren relativ viele Studenten hier in Deutschland. Man muss sich also auch ein bisschen absetzen. Da bietet Schmalkalden aber gute Möglichkeiten, eben mit Studiengängen, die man nicht überall studieren kann, auch wie International Business and Economics im Bachelor schon, sowie in unserem Master und auch vor allem das Auslandssemester. Wir haben über 80 Partneruniversitäten weltweit, und ein Studiengang, International Business and Economics, sieht es eben vor, dass man ein Pflichtauslandssemester macht. Und es werden aber alle anderen Studenten immer wieder angeregt, eben auch ein Auslandssemester zu machen. Auch ich habe freiwillig eins gemacht. Ich habe ein halbes Jahr in Shanghai studiert, habe dort die Uni, also eine Uni kennengelernt und weiß, wie es ist, an einer großen Uni zu studieren. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe relativ schnell festgestellt, dass ich kein Theoretiker bin. Ich bin eher der praxisbezogene Typ, und Schmalkalden hat mir eben die Möglichkeit ergeben, ja, Wirtschaftswissenschaften an einer Hochschule zu studieren. Obwohl es ein sehr theoretisches Studium ist, wird es dort praxisnah gelehrt. Und bei uns mussten eben alle Professoren, die bei uns lehren, mindestens 5 Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet haben und können somit eben ihre Erfahrungen mit in die Vorlesungen mit einnehmen. Einige haben auch noch super Kontakte zu ihren alten Unternehmen. Beispiel haben wir einen Professor, der vorher bei VW gearbeitet hat. Der bringt super Praktikumsstellen zu uns an die Fakultät, an die Hochschule, lädt immer wieder alte Kollegen ein, auch andere Professoren, um eben die Praxis, soweit es geht, eben an die Theorie heranzuführen. Andere Professoren haben noch eigene Unternehmen nebenbei und bringen somit immer wieder neue Case Studies mit in die Vorlesungen. Und natürlich muss man bei uns auch das ein oder andere auswendig lernen, aber ich lerne nicht nur die Theorie, sondern auch, wie ich es gleich umsetze. Und das nicht nur an theoretischen Beispielen, sondern wirklich gleich an der Praxis bezogen. Man kann sich das, unsere Studenten und auch mit den Professoren zusammen, wie eine große Familie vorstellen. Man hat immer ein offenes Ohr. Meine Stimme hat auch Gewicht, also ich kann auch was daran verändern, wenn mich etwas stört. Und was ich sehr, sehr toll finde, ich habe meine Vorlesungen bei meinen Professoren und nicht bei irgendwelchen Assistenten. Wenn ich irgendeinen Termin brauche, vor allem wenn es dann um Bachelorarbeit oder irgendwelche Projekte geht, ich habe innerhalb von einem Tag habe ich einen Termin, oder ich gehe kurz ins Büro, wenn die Bürotür offen ist, kann ich einfach reingehen, ohne dass ich jetzt 3 Wochen auf einen Termin warten muss. Was ein Student an der Hochschule Schmalkalden mitbringen sollte, er muss offen sein. Also es ist eine kleine Hochschule, man lernt sehr viel schnell neue Leute kennen, aber man muss dafür auch offen sein. Aber man muss jetzt nicht unbedingt ein Mathe-Crack sein oder schon wie ich 6 Jahre Wirtschaft in der Schule gehabt haben. Es wird wirklich bei Null angefangen, bei allen unseren Wirtschaftsstudiengängen, auch in den anderen Fakultäten, und es steigert sich dann nach und nach. Also beruflich, dadurch, dass ich jetzt ja meinen Master in International Business and Economics auch mache, möchte ich natürlich gerne in ein Unternehmen, das auch international agiert. Genau in dem Bereich bin ich noch ein bisschen offen. Ich habe mich jetzt ein bisschen auf Controlling, ein bisschen auf Marketing spezialisiert. Somit stehen mir da sehr viele Türen offen. Jobchancen für mich persönlich schätze ich sehr gut ein, dadurch, dass ich eben durch die Möglichkeiten, die mir Schmalkalden bietet, sehr viel vorweisen kann, was andere Studenten vielleicht nicht haben, wie eben im Bachelor schon ein Semester in Shanghai studiert, jetzt im Master ich darf und muss nochmal ins Ausland. Ich würde gerne nach Amerika gehen, ist bei uns kein Thema, weil wir genügend Partneruniversitäten dort haben.
Also wir sind eine Campus-Hochschule, es ist also alles an einem Fleck, sehr zentral und man ist eigentlich vom einen Ende vom Campus zum anderen in 5 bis 10 Minuten gelaufen. Man hat also genügend Zeit zwischen den Vorlesungen mal kurz in die Cafeteria oder Mensa zu gehen, sich einen Kaffee zu holen. Auf dem Campus befinden sich auch 2 unserer Wohnheime. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich selber wohne momentan direkt auf dem Campus. Ich verlasse 2 Minuten, bevor meine Vorlesung angeht, verlasse ich meine Wohnung, gehe noch schnell in die Cafeteria, hole mir einen Kaffee, einen Muffin und gehe dann in meine Vorlesung. Der Campus ist aber auch sehr grün angelegt. Wir haben einen super coolen Basketballplatz, wir haben Volleyballplatz, wir haben einen kleinen Bolzplatz. Und dort verbringe ich auch sehr gerne meine Sommerabende, denn dieser Bolzplatz oder dieser grüne Bereich des Campus bietet sich natürlich auch super an, um draußen zu lernen oder zu grillen. Und das ist wieder das Schöne an Schmalkalden. Man schreibt in der Facebook-Gruppe, hey, hat einer Lust zu grillen? Und 5 bis 10 Minuten später stehen da 20, 30 Studenten mit Grillen, mit Grillgut da, mit dem Grill. Und es bilden sich zwar am Anfang kleine Grüppchen, aber das verschmilzt alles. Wir haben auch einen kleinen Studentenclub bei uns auf dem Campus. Da ist dann auch immer was los. Schmalkalden hat keine Diskothek, hat auch kein Kino. Daher organisieren wir Studenten alles selber. Es gibt auch ein Campus-Kino bei uns, das machen wir immer im Audimax. Also sehr schön in Schmalkalden finde ich auch die Innenstadt, vor allem unser kleines Schloss. Ich gehe super gerne kurz in die Stadt, hole mir einen Kaffee to go oder ein Eis dann im Sommer und setze mich mit Freunden oben ans Schloss. Da hat man einen super Ausblick über Schmalkalden. Was auch sehr schön ist, was zwar nicht direkt in Schmalkalden ist, sondern im Nachbarort, ist die Ebertswiese. Da befindet sich ein kleiner Bergsee. Da ist es total idyllisch und wenn man mal ein bisschen abschalten möchte, kann man da super Nachmittage verbringen im Sommer.